Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute will ich mal was richtig Cooles für euch machen, was eure Kinder bestimmt auch mögen. Ein Kuhfleckenkuchentorte, das ist so ein Zwischending. Ich mache den in der Springform, damit das halt wie eine Torte aussieht, aber ihr könnt das auch im Backblech machen. Müsst ihr nur das doppelte Rezept nehmen. Ich zeige euch am besten mal, was wir dafür brauchen. Zum einen Butter, Zucker, Vanillezucker, Eier, Sahne, Backpulver, Mehl und bei uns nehmen wir Dulce de Leche und Kakaopulver. Ihr könnt in Deutschland aber auch einfache Nuss-Nougat-Creme benutzen. Wenn ihr das mal mit Dulce de Leche ausprobieren wollt in Deutschland, ich kann es euch mal verlinken. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es kennt oder nicht. Und ich glaube, zu kaufen so im Einzelhandel gibt es das nicht. Kann aber auch sein. Ich weiß, im Ruhrgebiet gibt es das nicht. Aber weitermachen. Was wir noch für die Creme brauchen oder für die Füllung, ist einmal Milch, Vanillezucker, Stärke und Sahne. Und dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Für den Start tun wir uns die Butter hier rein. Nach Möglichkeit weiche Butter. Die ist jetzt, muss ein bisschen länger schlagen. Ist wieder Wintereinbruch, ihr seht das ja an meiner Kleidung. So, dann den Zucker. Wintereinbruch, ich glaube 20 Grad. Und den Vanillezucker. Das schlagen wir jetzt einmal auf. Braucht ihr gar nicht so lange. Und ich mache in der Zwischenzeit einmal ein bisschen Platz hier. Jetzt kratze ich mir das nur einmal so ein bisschen zur Mitte hin. So, jetzt kommen die Eier dazu. Und dann müssen wir es nochmal aufschlagen, aufrühren. Und dann geht es weiter. So. Und die Sahne auch noch dazu. Doch geht. Und während das beides schlägt, könnt ihr gleich schon mal das Mehl mit dem Backpulver vermischen. Dann noch mal so ein paar Sekunden. Wir wollen die Sahne jetzt auch nicht aufschlagen. So. Dann mischen wir uns jetzt das Mehl darunter. Wie mache ich das am besten? Ich versuche es mit dem, wie nennt man das nochmal? Teigschaber. Genau, danke Schatz. Teigschaber. Der Teig ist jetzt vermischt. Ihr könnt auch eben schon mal den Backofen auf 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Ich habe es vergessen zu sagen, ich habe es gerade schon gemacht, aber dann dauert es halt 5 Minuten länger bei euch. Ist jetzt auch nicht so wild, glaube ich. So, jetzt nehmen wir uns 1/3 von dem Teig, ach 1/3, 2/3 ungefähr, plus minus, und geben den hier in die Springform. Ja, lassen wir das mal drin. So, und verteilen uns den Teig hier drin. Ach so, das ist eine 26er Form. Dann das hier, das habe ich jetzt noch über. Da kommt jetzt die Dulce de Leche rein. Das Kakaopulver ist eigentlich nur zum Färben, weil mit der Dulce de Leche ist das halt zu hell.
Da könnt ihr gesüßten Kakao oder ungesüßt nehmen. Das ist euch überlassen. Geschmacklich macht da so wenig nicht viel aus. Und das verrührt ihr auch. Ihr könnt das aber auch anders einfärben. Einfach ein Drittel vom Teig mit Lebensmittelfarbe vielleicht. Was weiß ich. Rosa, blau, türkis, was auch immer es da gibt. Wenn ihr das jetzt verrührt habt, ich mache da jetzt mal nicht alles Teig ab, weil ich das hier nicht so gut mit dem Teigschaber hingekriegt habe. Ich glaube, ein Kameramann freut sich, der macht das dann nachher sauber. Der hilft mir dabei. Jetzt nehmt ihr euch einfach nur den Löffel und kleckst euch das hier so drauf. Gut, ist ein großer Klecks. Wie so Kuhflecken halt. Also eigentlich nur Flecken. Das zerläuft nachher noch ein bisschen. So ein bisschen ineinander. Bisschen was am Rand, mal in der Mitte. Und das bleibt jetzt so. Den tue ich jetzt für ungefähr 25 bis 30 Minuten in den Backofen. Und dann lassen wir den Teig kurz auskühlen. Und dann machen wir nämlich mit der Füllung weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Kuchen ist jetzt fertig, der kühlt jetzt ein bisschen aus. In der Zwischenzeit machen wir schon mal die Füllung. Dafür tun wir hier halt in die Milch die Sahne rein. Ja. So weit rein. Das mal kurz ein bisschen reinlaufen lassen. Dann den Vanillezucker. Und die Stärke. Und rühren das dann. Ja. Fast alles drin gelandet. Den Herd mache ich auch schon mal an. Aber nicht auf ganz hoch. Kann man auch schon mal draufstellen. So. Jetzt müsst ihr hier nur ein bisschen aufpassen, dass ihr da keine Klumpen reinkriegt. Vorsicht, Zimmer. Oh. Hund im Weg. Ich will ihm aber auch nicht auf die Pfoten treten. Und jetzt halt langsam erhitzen, bis es dickflüssiger wird. Kann einen Moment dauern. Das Schwarze ist natürlich wieder Vanille, ne? Das ist kein Dreck oder nichts angebranntes oder irgendwas, einfach nur gemahlene Vanilleschote. Oh, muss ein bisschen mehr rühren. Ja, jetzt fängt es nämlich schon an dicker zu werden. Der Herd wurde jetzt doch ein bisschen sehr heiß, da muss man das ganz schnell runternehmen. Aber ihr seht jetzt die Konsistenz. So musste das nämlich aussehen mit diesen Streifen, die sich hier bilden. Das muss jetzt halt noch mal auskühlen, ungefähr eine Stunde bestimmt, auch mit dem Teig. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir beides zusammenfügen. Das meinte ich, diese Streifen. Unser Kuchen ist hoffentlich soweit abgekühlt. Der Pudding auch. Ich hatte hier noch mal eine Folie drauf gemacht. Es wird auch schon langsam dunkel. Also das Probieren verschieben wir dann höchstwahrscheinlich auf morgen, weil die ganze Masse muss auch noch mal auskühlen. Nochmal. Jetzt kommt die Königsdisziplin, die ich nicht drauf habe eigentlich, aber ich versuche es. Wir müssen hier nämlich den Deckel abschneiden. Ich habe gerade schon den Boden auch noch extra in den Kühlschrank gelegt. Weil je kälter der ist, desto besser lässt er sich schneiden. Ich habe so jetzt, glaube ich, erst zweimal gemacht, also sowas jetzt. Meistens habe ich den Kuchen hier auf dem Blech gemacht und dann gehalbiert oder geviertelt und dann durchgeschnitten. Und das musste nie schön aussehen. Aber für euch will ich natürlich, dass das schön aussieht. Wer jetzt schon öfters mal Torten gemacht hat, der wird das garantiert hier können. Aber das habe ich halt noch nicht allzu oft gemacht. Und wenn, ging es schief. Da muss man ja ehrlich sein. Ich versuche jetzt, dafür habe ich eigentlich das hier. Ich bräuchte jetzt mehr Hände.
Besser ist zwar nicht mitgekommen, aber es hat geklappt. Entschuldigung, ich freue mich. So, jetzt kommt... Ah nee, genau. Einmal ganz kurz jetzt noch. Ich wollte euch das noch einmal eben zeigen hier mit dem Backpapier. Da kleckt sich mir nämlich noch mal so ein bisschen Butter rundherum. Braucht man nicht mal klecksen, das reicht. Eigentlich so einen Strich ziehen hier. Könnt ihr sogar mit harter machen oder müsst ihr ein bisschen besser verteilen dann. Jetzt mache ich das einmal so. Normalerweise mache ich das, wenn der im Rahmen ist. Also wenn das ineinander ist, der Kuchen. Oder die Formen. So könnt ihr dadurch, dass das klebt, nämlich auch immer noch ein bisschen hoch und runter schieben. Problemlos. Also habt ihr auch einmal gesehen, wie ich das mache. So. Ah. Sag mal die eine Seite locker. Jetzt nehme ich das hier erstmal wieder drüber. Mach das zu. Dann nehme ich hier die Folie ab. Tue das beides weg. Und haue das ganze Zeug hier rein. Hat eine coole Konsistenz. Oh. So. Also ich weise nochmal darauf hin, je kälter der Teig ist, desto besser könnt ihr den schneiden. So, einfach gut hier verteilen. Bei dem Kuchen ist eigentlich das Beste, wenn ihr den abends für anderen Tag macht, so wie wir jetzt quasi, oder ganz früh morgens, wenn ihr den nachmittags braucht. Weil das hat halt schön alles richtig durchkühlen kann, dass euch nachher die Füllung nicht wegläuft. Dann kommt jetzt gleich noch mal eine Paradedisziplin. Den Deckel drauf. Aber der hat sich echt gut angefühlt. Das könnte klappen. Ich freue mich. Ist doch kein Meister vom Himmel gefallen. Also ich gebe zu, wenn ich was noch nicht gemacht habe und nicht so gut kann. So, den stelle ich jetzt bis zum Probieren im Kühlschrank. Wie gesagt, über Nacht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ihr gleich quasi. Nicht kaputt gegangen. Ich freue mich. Es ist soweit. Wir können den Kuchen anschneiden. Und ich kann euch den dann auch mal von innen zeigen. Der sieht von außen schon richtig gut aus. So, jetzt kommt's. Ah, sieht der gut aus. Das freut mich. Dann probiere ich den einmal. Muss ich ja. Ja. Jetzt muss ich leider ein großes Stück nehmen. Mm. Richtig lecker. Oh, mega. Ich will immer nicht so oft mega sagen, aber das ist mega. Ist total geil. Der ist richtig schön. Ja, man sieht jetzt nicht, dass der weich ist. Aber der ist nicht trocken, der ist richtig schön saftig weich. Und richtig, richtig lecker. Probiert es einfach mal, macht den nach.
Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.